Hallo ihr Lieben, ich fliege jetzt in den Urlaub. Eine Woche Griechenland. Mehr ist leider nicht drin, aber immerhin und ich freue mich sehr. Und wie ihr seht, reise ich mit sehr leichtem Gepäck. Ich habe mein Saxophon nicht dabei und das ist doch ganz gut so. Wenn man regelmäßig viel übt, ist es ganz hilfreich für den Lernerfolg, auch ab und zu mal ein paar Tage zu pausieren, damit das Geübte sacken kann. Damit am Ende mein Ansatz aber nicht völlig im Eimer ist, ich habe nämlich direkt nach dem Urlaub gleich ein paar Gigs, habe ich das hier mitgebracht. Mein Mundstück. Damit kann ich zumindest mein Ansatz ein bisschen trainieren. Wie das geht und wie man vielleicht auch mental ein bisschen üben kann, erkläre ich euch in diesem Video. So, ich habe jetzt hier das Mundstück und zunächst geht es darum, überhaupt einen Ton rauszukriegen, mit dem man halbwegs arbeiten kann. Also, ich blase jetzt rein und ungefähr das müsste der Ton sein, der rauskommt, zumindest bei einem alten Mundstück. Manchmal kommt ein sehr viel höherer Ton raus, das klingt so ein bisschen wie im Stimmbruch. Mit dem kann man nicht so gut arbeiten. Da würde ich noch mal ein bisschen rumprobieren, bis du wirklich diesen Ton. Na, da war der Ruhe einmal kurz rausbekommst. Probier mit den beiden Parametern aus, wie weit hast du das Mundstück im Mund und wie weit ist der Mund geöffnet. Das sind die beiden wichtigsten Parameter, die man für den Ansatz im Laufe der Zeit einstellen muss. Also Mundöffnung und wie weit habe ich das Mundstück im Mund. Dann probier natürlich erstmal den Ton möglichst gerade zu halten. Und wenn das geht, dann geht es darum, die Tonhöhe zu manipulieren. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder mache ich den Mund auf und zu. Das funktioniert, auf die Weise würde ich auch intonieren. Wenn ich den Mund jedoch zu weit zumache, dann wird der Ton so abgequetscht. Genau, das wollen wir nicht. Deswegen ist die andere Variante, wie ich die Tonhöhe manipulieren kann, über die Vokale, die ich in meinem Rachenraum forme. Um das ein bisschen zu kontrollieren, habe ich das Mundstück im Mund, in der Hand und im Mund und habe den Daumen unter dem Kinn, dass ich die Mundöffnung nicht verändere. Und jetzt probiere ich mal die Tonhöhe zu verändern, indem ich im Prinzip zwischen I und Ja hin und her wechsel. Also im Prinzip mache ich wie ein Esel. Ja, 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 ja. Damit muss man ein bisschen rumprobieren. Aber diese beiden Möglichkeiten gibt es. Mundöffnung oder Vokale im Mundinnenraum ändern. Okay, wenn wir jetzt einen guten Ausgangston gefunden haben, geht es darum, den Tonumfang nach und nach oben und nach unten zu erweitern. Dazu gehe ich immer halbtonschrittweise nach unten bzw. nach oben. Die Übung geht dann folgendermaßen. Und dieser Ton ist dann der nächste Ausgangston. Und so weiter. Ich probiere immer möglichst einen musikalischen Bogen zu machen, egal was ich mache. Wenn es nicht mehr weiter und nach unten geht, dann gehe ich nach oben. Und so weiter. Bei mir ist dann irgendwann hier Ende. Ja, genau. Höher kriege ich es nicht. Das macht insgesamt einen Tonumfang von ungefähr eine Oktave. Damit kann man schon einiges machen. Wenn du jetzt ein bisschen sicherer geworden bist, darin die Tonhöhe zu verändern, kannst du anfangen, Intervalle zu üben. Fangen wir mal an mit einem Halbtonschritt. Dann das gleiche Intervall, ein Halbtonschritt höher. Nächster Halbtonschritt. Nächster. Oder ein Ganztonschritt. Nächster Ganztonschritt. Nächster. Oder kleine Terz. Und so weiter. Das kann man auch mit großer Terz, Quarte, Tritonus, Quinte und so weiter machen. Irgendwann ist halt der Tonumfang des Mundstücks so begrenzt, dass es dann nicht mehr geht. Das Spannende ist, um auf dem Saxophon einen Halbtonschritt zu spielen, muss ich einfach einen Halbtonschritt greifen. Von D zum Dis zum Beispiel oder von E zum F. Und ich bekomme in jedem Fall irgendeine Art von Halbtonschritt. Beim Mundstück muss ich mir die Intervalle auf jeden Fall vorstellen, bevor ich sie spielen kann. Wenn ich sie mir nicht vorstellen kann, kann ich sie auch nicht spielen. Das heißt, es übt ungemein die Vorstellung von Intervallen, wenn ich auf Mundstücken Intervalle oder Melodien übe. Oder du trainierst deine Atemmuskulatur, indem du einzelne Luftstöße gibst und dabei Töne erzeugst.
Dabei sind 2 Dinge wichtig. Erstens, dass du zwischen den Luftstößen die Atemmuskulatur entspannst, dann kann Luft wieder zurückfließen. Also du atmest nicht aktiv ein, sondern du gibst einen Impuls und du entspannst dich und dadurch fließt Luft passiv zurück. Und das andere ist, dass dein Ansatz stabil bleibt, dass der Ton nur dadurch entsteht, dass Luft kommt und nicht durch irgendwas anderes. Also nicht sowas machen, sondern der Ansatz bleibt, wie er ist und du gibst Luft und dadurch entsteht der Ton. Wenn du das eine Weile machst und richtig machst mit dem nötigen Impuls und der nötigen Anstrengung in der Atemmuskulatur, dann ist es ganz schön anstrengend. Und natürlich kann man immer mit rhythmischen Motiven spielen. Idealerweise mit Metronom, das ist ja dann im Handy als App auch verfügbar. Ich habe jetzt keins dabei, ich mache es einfach mit Schnippi. Ich bin Matt Klaasen, ich spiele und coache Saxophon. So, jetzt bin ich wieder zu Hause und meine Heimat begrüßt mich mit einer nasskalten Umarmung. Ich wollte noch was zum Thema mentales Üben sagen, das habe ich jetzt nicht geschafft. Dazu mache ich noch mal ein eigenes Video. Also abonniere unbedingt diesen Kanal, um informiert zu bleiben.